Höflichkeit, respektvoller Umgang und zuvorkommend sein. Ich denke, diese Worte beschreiben ganz gut, wie man in der Schweiz miteinander umgeht. Denn in diesem Video geht es darum, was du niemals in der Schweiz tun solltest. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wenn ihr mehr Auswanderer-Content wollt, dann schreibt mir gerne mehr davon in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, und da mache ich gern mehr Videos für euch. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Und das ist, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, bringt man in der Schweiz immer ein kleines Geschenk mit. Das muss gar nicht teuer sein oder so, das ist ganz egal, das soll vom Herzen kommen, das soll etwas Persönliches sein oder etwas aus eurer Region. Das haben wir bisher immer getan, dieser Fauxpas ist uns noch nicht passiert und auch Schweizer Gäste, die schon bei uns waren, haben das immer gemacht. Sie haben entweder einen kleinen Kuchen mitgebracht oder Muffins gebacken oder irgendwas aus ihrer Region mitgebracht. Ich könnte zum Beispiel Spreewaldgurken mitbringen, denn wir sind ursprünglich aus dem Spreewald und die kennt hier so gut wie keiner oder ja, kaum jemand. Und erst recht nicht die Originalen. Nummer 2 ist Respekt im ÖV. Wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid in der Schweiz, dann heißt es warten, erst aussteigen lassen, dann einsteigen lassen. Das ist auch in Deutschland so normalerweise, aber in Deutschland wird schon deutlich mehr gedrängelt und deutlich mehr Hektik an den Zügen. Das ist mir auch bewusst geworden, als ich das letzte Mal nach Berlin gefahren bin. Ich saß so drin und super freundlich. Ja, schön, dass Sie heute mit uns mitfahren. Heute so und so. Wir haben das im Angebot. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weiterfahrt und alles. Und dann in Berlin umgestiegen und die Durchsage war, treten Sie gefälligst von den Bahnsteigen weg und so, wir können die Tür nicht schließen. Und da hatte ich das erste Mal so einen kleinen Kulturschock, weil das war mir gar nicht mehr bewusst, so ein Ton. Also da merkt man, wir beginnen uns besser zu integrieren. Und da musste ich selber sagen, wow, okay, ein ziemlich harscher Ton. Und damit kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt in diesem Video. Und das ist, niemals sagen, dass das Schweizerdeutsch oder das, was der Schweizer redet, süß klingt oder niedlich. Also das geht echt gar nicht. Das ist so ein absoluter Fauxpas. Wenn zum Beispiel hier jemand sagt Schokibrötli oder Märkli, Bänkli, Pfötteli oder so, das ist hier einfach so, man spricht hier so. Und wenn dann der Deutsche sagt, oh, das klingt aber süß und niedlich und so, dann degradiert er ja die Schweizer Sprache und den Schweizer an sich so weit nach unten, weil das ist nicht niedlich, die Schweizer wollen auch nicht niedlich klingen, das ist einfach die allgemeine Umgangssprache. Der Deutsche spricht halt viel stärker im Befehlston. Ja, da heißt es bap, 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 so und so ist es, machen. Sowas gibt es hier in der Schweiz nämlich gar nicht. In der Schweiz gibt man zum Beispiel auch nicht so harsche, kurze Antworten, das ist ein weiterer Punkt. Das heißt, man umschmückt die Antworten etwas. Wo ich zum Beispiel einfach nur sagen würde, nö, danke, sagt der Schweizer, vielen Dank für die Nachfrage, aber so und so, weil ich habe schon das und das. Ich mache das lieber so und deswegen so. Man gibt längere, klare Antworten. Das ist zum Beispiel auch, wenn du irgendwo bestellst, es gibt immer so dieses Beispiel mit dem Bäcker und dem Brötchen. Da kommt der Deutsche in die Schweizer Bäckerei und sagt, ich krieg 3 Semmeln. Also ich habe auch in Deutschland noch niemanden getroffen, der so redet, nur mal so nebenbei. Man würde halt sagen, grüezi miteinander. Ich hätte gern so und so viel Brötchen und das, vielen Dank oder so. Ganz, ganz wichtig ist auch, der Schweizer ist eher zurückhaltend. Das heißt, wenn ihr in einer Gruppe seid und ihr sprecht miteinander, wird es so gut wie nie sein, dass der Schweizer sich stark in den Mittelpunkt rückt und anderen ins Wort fällt oder das Wort ergreift. Sie sind halt eher zurückhaltend und warten eher darauf, dass ihr sie zum Beispiel ansprecht. Also es wird selten so sein, dass der Schweizer von sich aus gleich alles erzählt und ja, offen ist euch gegenüber. Das ist eher etwas distanzierter, was man immer sagt, und zurückhaltender. Man will halt auch sehen, dass ihr euch für die Person gegenüber interessiert und nicht irgendwelche so oberflächlichen Gespräche führt oder so. Ja, darum geht es eigentlich. Dann gibt es noch so kleine Fauxpas, die ich auch schon miterlebt habe. Die Schweizer halten sehr, sehr viel von ihren Produkten, zum Beispiel von ihrem Schweizer Fleisch, was auch eine bessere Qualität hat als anderswo. Und wenn ihr jetzt irgendwo seid, es gibt so spezielle Würste oder Arten, die man machen kann. Da gibt es zum Beispiel so die St. Galler Wurst, ja. Das ist so eine ganz spezielle Sache. Und da ist es so ein bisschen verpönt, wenn man zum Beispiel gleich Senf oder Ketchup dazu will oder Pommes. Ja, in Berlin sagt man immer Pommes Schranke. Zum Beispiel Pommes mit Mayo und Ketchup. Ja. Und man sagt eigentlich, dass diese Wurst und die Qualität, die sie machen, so gut ist, dass man das nicht mit Ketchup voll manchen muss. Darum geht es eigentlich und das ist so ein bisschen, naja, sollte man eventuell nicht machen, aber dir wird auch keiner die Ohren langziehen, wenn du nach Ketchup fragst oder nach Senf. Wenn ihr irgendwo eingeladen seid, wie zum Beispiel zum Fondue essen oder so, dafür gibt es bestimmte Regeln,
Die solltet ihr euch vielleicht vorher angucken oder so. Es geht einfach darum, sich so ein bisschen für die Kultur und die Geschichte dahinter zu interessieren. Denn das ist oft ein bisschen verpönt oder sorgt oft für Lacher und so, wenn man nicht genau weiß, wie das jetzt gegessen wird. Zum Beispiel dürftet ihr euer Brot nicht im Käse verlieren und dann schwimmt es da rum und alle müssen danach rumstochern oder so, ja. Da gibt es bestimmte Sachen und das ist eigentlich ganz lustig. Wenn einem dieser Fauxpas zum Beispiel passiert, dann wird man bestraft. Zum Beispiel muss der Mann eine Runde Schnaps bezahlen oder so. Ja, da gibt es so ein paar kleine lustige Regeln. Deswegen schaut da lieber mal rein, bevor ihr euer ganzes Geld loswerdet an einem Abend. Was man auch nicht macht in der Schweiz, ist über Gehälter sprechen und über Geld sprechen. Man sagt immer, man genießt und schweigt. So ist es im Endeffekt auch. Wir Deutschen reden schon deutlich öffentlicher oder offener über unsere Gehälter. In der Schweiz ist es so gut wie gar nicht so. Es gibt natürlich Richtlinien, die kann man im Internet auch nachlesen, wenn man sich dafür interessiert, was ja die Schweizer so verdienen. Aber grundsätzlich geht es nicht darum, ja, ich bin so und so oder ich bin jetzt so und so krass, weil ich habe so und so viel Geld. Oder klar gibt es einige Leute, die sehr darauf abfahren, die haben auch so und so viel Statussymbole. Da gibt es ja die Rolex to go im Endeffekt, ja, oder das teure Auto und so. Aber grundsätzlich ist Geld eher ein Tabuthema. Ein weiterer Punkt ist, man sollte die Gastfreundschaft der Schweizer nicht überstrapazieren. Da die Schweizer alles eher durch die Blume sagen und eine höfliche Bitte die Aufforderung ersetzt, könntet ihr zum Beispiel da zu Gast sein und jemand sagt um 10 Uhr, ob ihr noch einen Kaffee möchtet, weil so und so. Das heißt aber eigentlich, es ist langsam Zeit zu gehen. Das ist zum Beispiel uns passiert, wir haben das natürlich überhaupt nicht gecheckt, ja, und weil ich gerne Kaffee trinke, habe ich gesagt, ja klar, gerne nehme ich noch einen Kaffee und so, auch wenn es um 10 ist. Das war das im Endeffekt, das sollte das heißen. Und dieses umformulierte Auffordern, das muss man erstmal verstehen, das ist ja nicht immer so einfach, aber mit der Zeit kommt es und mittlerweile verstehe ich es auch. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, denkt dran, lasst mir noch ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Das könnt ihr direkt hier tun. Ansonsten verlinke ich euch hier oben weitere interessante Videos über die Schweiz. Und ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut und bis bald. Ciao.